Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start und wir schauen, was ich heute weitergeben darf. Für das Kollektiv. Ui, wir haben das Hellsehen, also die erhöhte Wahrnehmungen. Wir haben die Distanz. Möglicherweise wissen wir intuitiv schon ein bisschen länger, dass wir für irgendwas oder zu irgendetwas Distanz aufnehmen sollen. Und hier hat sich der Verlust noch umgedreht. Diese Karte hier sagt, dass wir auch wieder stark oder vermehrt auf unsere inneren Bilder achten sollen, auf unser eigenes Bauchgefühl hören, mit dem dritten Auge sehen. Vielleicht hat man schon viel zu lange irgendwas geahnt, vermutet und hat nichts unternommen, weil man gedacht hat, vielleicht ist es doch ein Trugschluss. Und mit dem Thema Distanz haben wir einfach auch, dass wir uns entfernen dürfen von allem, was sich nicht gut anfühlt. Das kann alles möglich sein, ein Mensch, ein Projekt. Man nimmt einen Blickwinkel ein, einen beobachtenden Blickwinkel. Man vertraut auf seine Gefühle. Und mit dem Verlust haben wir hier das Thema, dass eben nicht alles von Erfolg gekrönt ist. Es kann auch sein, dass wir hier in irgendetwas investiert haben oder reingebuttert und man spürt jetzt so, vielleicht bringt es doch nicht den gewünschten Erfolg und da darf man dann offen bleiben für einen anderen Weg. Das nächste Mal anders handeln, sowas alles. Und vor allem glaube ich, das nächste Mal eben mehr auf seine Intuition hören. Schauen wir ein bisschen weiter. Hier besteht kein Grund, dass man irgendwie vor etwas Angst haben muss, auch nicht vor seiner eigenen Emotion. Und die Karte kommt als Erinnerung, wenn hier irgendetwas nicht geklappt hat, dass wir uns daran erinnern sollen, wie viel Kraft eigentlich in uns wohnt. Uiuiuiuiui. Das passt sehr gut, denn hier diese Karte sagt, folge deinem eigenen guten Rat. Den hast du hier oder haben wir hier schon gekriegt und ins irgendwie ignoriert. Es geht um das Thema Selbstvertrauen, sich auf seine eigenen Gefühle verlassen, wahrzunehmen, was für einen gut ist und was nicht. Denn mit dieser Karte hier haben wir tatsächlich irgendwas, was giftig ist oder mit Absicht etwas zu nähren, was uns am Ende schadet. Niemand würde diesen grünen Saft hier trinken. Und der geht so langsam hoch bis zum Hals, ne? Und man badet darin und man windet sich irgendwie nicht raus. Die ist auch noch mitgekommen. Es gibt nicht viele, die so sind wie du. Du bist eine Rarität und du bist auch frei. Es geht um eine Sache jedenfalls, die schon sehr lange aufrechterhalten wird, nur um nicht zu scheitern. Und am Ende schadet man sich da selbst mehr, als dass da rauskommt.
Hier geht es um Veränderungen, auch ich glaube, dass man immer sensibler wird oder immer mehr spürt, wahrnimmt. Es geht um das ganze Leben, es geht um die Wurzel, es geht um das Sein, um lange Prozesse auch, um zu lange Dinge. Guckt mal, das ist auch so genial, ne? Wenn wir jetzt hier den Verlust nehmen und die Sense, dann ist das etwas, was uns trifft, was uns beschneidet und was uns vielleicht auch überrollt, übermannt. Und egal, was du hier weglässt oder was man vielleicht verlieren könnte, es ist immer noch die Karte der Ernte auch, ne? Also hier können karmische Prozesse sein. Hier liegt der Gewinn im Distanzaufnehmen. Für mich ist das auch so mit den Lennys hier nochmal. Wir können nicht alles kontrollieren. Das Leben liefert uns Bedingungen. Und wir bemessen bei, wie viel wir da reinlegen. Hier ist so eine Energie da, gibt es vielleicht einen inneren Konflikt mit der eigenen Kraft. Hier sind vielleicht auch partnerschaftliche Situationen, wo man vielleicht viel auf die Meinung seines Gegenübers Wert legt und den anderen machen lässt oder sich vielleicht auch in Konflikte begibt, weil jemand meint, es müsste so gemacht werden und man selber weiß, für mich ist das nicht gut und es geht um das Durchsetzen davon. Es kann auch sein, dass man in einer partnerschaftlichen Situation Distanz aufnehmen muss, weil irgendwas Ungesundes ist. Ja, hier sind Abhängigkeiten jeglicher Art, ne? Guckt, unterm Deck haben wir die schöne Sonne, die aufgeht. Die fällt auf die Endkarte hier, dass wir alle eine Rarität sind und frei und dass es nicht so viele gibt, die wie wir sind. Wenn ihr euch das anguckt, ne, das grüne Gift hier, der Ring, das ist für mich auch irgendwas, was Abhängigkeit macht. Das kann ja alles Mögliche sein, ne? Und es ist gut, davon Distanz aufzunehmen. Es können auch toxische Beziehungen sein. Genial eigentlich, diese Legung. Hier sind wir frei und die Karten, was will dir deine Seele denn sagen? Sagt grenzenlos. Du bist frei. Die Grenzen, die du siehst, sind die Grenzen, die du dir selbst setzt. Also man denkt vielleicht auch, man könnte aus so einem Kreislauf nicht aussteigen, obwohl man weiß, er ist nicht gesund. Und unterm Deck, hier ist die Sonne und hier haben wir die lichtvollen Wege. Hier gibt es vielleicht Stolpersteine, aber hier wird man in eine andere Leichtigkeit geführt. Und Glück und Liebe sind dann der Lohn dafür, auch Selbstliebeprozesse. Ne? Es nützt nichts, ein Rädchen zu drehen, das nur alle anderen nährt und uns selber kaputt macht, könnte man es vielleicht nennen. Wir nehmen noch einen Engel.
Und das ist der Engel für die Engelsdimension. Frieden und Glückseligkeit kommen in dein Leben, alles Schwere fällt von dir ab. Und hier wird gesagt, du wirst in eine Leichtigkeit gehen. Die Schwere fällt von dir ab, das ist ja enorm. Die Karte sagt hier, dass wir das Erdendrama nicht so ernst nehmen sollen und selber Flügel verleihen und emporsteigen. Und da ist einfach das Reich des Friedens. Es geht um den Einklang auch mit den höheren Sphären. Und man hat es vielleicht auch schon mal gespürt, aber man möchte eben so dauerhaft diesen Zustand haben. Und hier fällt auch wieder das Wort Intuition. Vertraue auf deine Intuition. Du weißt, was du verändern darfst. Es ist ja auch so, das kenne ich ganz genau. Ich fühle mich gut. Jeder von euch kennt das auch bestimmt. Und nur eine kleine Sache lässt uns aus diesem Zustand schwuppdiwupp raus. Es kann ein Blick sein, ein Wort, ein Umstand von außen, ein Kreislauf, den man verspürt. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Grenzen setzen hat. Wenn du dann merkst, jetzt muss ich wieder Grenzen ziehen, anstatt dass ich meine Glückseligkeit leben kann. Das ist, ja, eine Sache, wo man eben sich nicht rausbringen lassen soll, im Prinzip von dem, was andere mitbringen. So. Das kriegen wir noch als kleine Nachricht. Ja, das passt ja wunderbar. Hier ist ein Blumengruß für uns. Und ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.